Wir sind immer auf der Suche nach den besten Spielern. Denn in Barca ist unsere Philosophie, immer maximale Spannung auf die Platte zu bringen. Zwischen dem SC Magdeburg und der erfolgreichsten Vereinsmannschaft der Welt, dem FC Barcelona. 15.000. We need players to play in the first team from Barca. Barca will nur die besten Spieler in der ersten Mannschaft, die besten der Welt. We need the best players. The players, the young teams. Unsere Jugend versucht stets nach dem gleichen System zu spielen wie die Männer. Vor Augen haltet, in welcher Situation wir halt gerade hier sind. In der Schulzeit, in Spanien, dafür freigestellt worden, quasi, dass die beiden besten Vereinsmannschaften im Herrenbereich gegeneinander spielen können, auch in der Jugend. Glaube ich, ist das einfach ein richtig geiles Event für uns und sollte einfach nur Freude überwiegen. Dass hier zwar alles beeindruckend ist, aber wir halt auf jeden Fall mit breiter Brust herfahren. So, wir fahren mit dem Verständnis her, die beste deutsche Mannschaft zu sein. Lasst uns einen guten Mix finden zwischen viel mit Herz, mit Leidenschaft, mit Einsatz zu spielen, gerade in der Abwehr, aber dann im Angriff mit einem kühlen Kopf, sodass wir diese Balance zwischen Herz und Verstand immer wieder hinbekommen. Und dann, glaube ich, können wir uns einfach nur darauf freuen, dieses Spiel hier gleich zu spielen und unabhängig davon, was da am Ende mal rauskommt. Ein gutes Jordan-Zitat, wer, glaube ich, sagt, ich war in meinen Anfangsjahren wie so ein Schwamm. Ich glaube, er sagt aggressive to learn. Also ich habe einfach alles aufgesaugt. Ich glaube, das ist sehr unterschätzt, so dieser Faktor Coachbarkeit, zuhören wollen, erstmal alles aufzunehmen, um dann vielleicht irgendwann mit einer gewissen Reife das filtern zu können. Zu präsentieren, maximalen Einsatz zu zeigen, maximales Selbstvertrauen auszustrahlen und dann machen wir heute alles richtig. Auf geht's. Unser Ziel ist es halt, Jugend-, Junioren-, Nationalspieler auszubilden und Jungs, die in der ersten und zweiten Liga landen können. Das heißt, ich glaube, man muss halt ganz weit weggehen von diesem Ziel mannschaftliches Erfolg und halt alles dieser individuellen Ausbildung unterordnen. Und wenn diese individuelle Ausbildung am Ende oder die Entwicklung von den Jungs dann halt so gut läuft, dass damit auch so mannschaftliche Erfolge einhergehen, dann ist das super, aber die Prioritätenliste muss halt erst sein, der Spieler und dann die Mannschaft. Was ist halt ein Titel bei irgendeinem Turnier in der C-Jugend wert, wenn wir halt dafür vielleicht auf irgendwo Spielzeiten oder sowas verzichten. Also ich glaube, alle Trainer hier sind sich einig, dass wir halt alle mannschaftlichen Erfolge gegen Einladungen für Nationalmannschaften oder eine gute Entwicklung mit 20 dann eintauschen würden. Und so gucken wir uns halt verschiedene Angriffsmittel an, bis wir irgendwo einen guten Punkt sehen, den wir immer wieder angreifen können. Anton ist auf links außen, Ali, Tore, Roman, Jannik, Ben am Kreis, Leben
Barca hat viel zu bieten, wie Magdeburg vermutlich auch. Die Spieler bekommen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Wenn wir wie heute ankommen und gegen ein solches Team antreten, dann ist das eine bereichernde Erfahrung für Barca. Über das Spiel hinaus. Womöglich haben wir mit unserem Spiel Magdeburg mal etwas ganz anderes geboten. Höhere Schnelligkeit, mehr Ballbesitz. Ganz anders, als man das in Deutschland gewohnt ist. So konnten beide Teams heute einiges lernen. Zusammen, wie bei 6-0. Ich fand, auffällig war Umschaltverhalten aus der Abwehr raus und Tempobereitschaft. Sehr gnadenlos, muss man schon sagen. Wie weit die schon als Kollektiv waren, das war auffällig. Ja, also Angriffsspiel fand ich gut. Die Abwehrspieler 1,87, 80 Kilo plus sind, also halt mit auch einfach großen körperlichen Vorteilen. Aber ich glaube nicht, dass wir an unserem Abwehrmaximum waren. Jede verteidigte Aktion ist der finale Stopp für uns, der uns alles bedeutet. Das möchte ich sehen in dem Kopfspiel. The most important thing probably the mentality. Neben der körperlichen Verfassung ist die Einstellung am wichtigsten. Einige Dinge spielen eine Rolle, doch ich finde, Geist und Körper sind das Wichtigste. In my opinion. Ich glaube, wir können in Abwehrspiel in Sachen so Abwehr wirklich spielen und nicht nur arbeiten, uns was abschauen, gerade so in Richtung Armarbeit, mal eine Falle zu stellen. Also dieses den Ball haben wollen und nicht das Foul als vorrangiges Ziel. Ich glaube, dass wir da schon noch ein bisschen oder gut die Grenzen haben aufgezeigt bekommen, dass da halt noch ein bisschen Entwicklungsmöglichkeit da ist. Die Barcelona-Trainer haben dann halt auch danach gesagt, das ist halt einer der Top-Jahrgänge, die wir hier hatten. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die im nächsten Jahr nehmen können. Dass sie am Ende auch auf dem Niveau sind, wie Barcelona gegen uns war. Ich finde halt eine sehr veränderte zweite Halbzeit in puncto, und wäre gut, wenn dann auch alle mich angucken dabei, in puncto Auftreten und halt so Umgang mit Fehlern und mit sich selber. So.
Also, dass wir verlieren, ich glaube, so sollte bodenständig jetzt jeder durch dieses Ergebnis geworden sein. Das ist halt auch völlig zu Recht. Wir reden halt wahrscheinlich von einer der besten Mannschaften in Europa in einem Jahr älter. So, das ist alles okay. Aber ich glaube halt schon, dass Körpersprache und so Mentalität in der ersten Halbzeit wir uns schon anschauen sollten. Nicht um Leute bloßzustellen, aber damit ihr es einfach mal auch seht, wie er halt wirkt auf dem Feld. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es auch regulieren und dass wir ein anderes Gesicht zeigen können und auch wollen. Das, glaube ich, hat die zweite Halbzeit gezeigt. Und jeder, der davor vielleicht hier mit einer Überheblichkeit hingefahren ist, der sollte jetzt ganz weit unten auf dem Boden der Tatsachen sitzen, weil das sich vor Augen fühlen jedes Mal, wenn wir ins Training gehen, wie gut man halt auch sagen kann. Dass das ein gutes Ziel ist, dass wir vielleicht sagen, okay, in einem Jahr sollte das auch ein Leistungsstand sein, wenn ihr dann quasi eben erstmal beben seid, wie ihr das jetzt seid. Es sind Teams aus unterschiedlichen Jahrgängen. Daher war der Hauptunterschied auf der Platte heute mit Sicherheit das Alter. Das schmälert die Erfahrung keineswegs. Wir wollen uns immer verbessern. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht fährt Barca eines Tages nach Magdeburg. Jedenfalls vielen Dank. Dann glaube ich, ist halt wichtig, dass man sich auch im Nachhinein noch damit beschäftigt, was man so in Spielen gezeigt hat. Vor allem, wenn man halt auf dem Video einfach nochmal gut aus einer Perspektive, aus so einer ganz neutralen Sicht und Emotionen sehen kann, was halt passiert ist. Wir haben die Busfahrt gestern ein bisschen damit verbracht, das Spiel auszuwerten, ein paar Szenen rauszuschneiden und halt einfach nochmal so das Spiel zu analysieren. Vor allem soll Thema sein Rückzug im Tempospiel. Was schätzt ihr, wie viele Angriffe hatte Barca, wie viele Angriffe hatten wir? Was hat man so in der Bundesliga in 60 Spielminuten? Wie viele haben die Mannschaften, wie viele Angriffe? Es gibt keinen falsch, kann nur schätzen. Ja. Vielleicht 50 so? Ja, ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr als ein Angriff pro Minute, weil Tempospiel doch recht schnell geht. So 60, 70 Angriffe ist so die ungefähre Maßgabe. Was denkt ihr, wie viele Szenen zum Rückzug gab es? Wie oft hat Barca Tempospiel gespielt? Ich glaube, ich habe 40 Szenen gefunden, wo die einfach erste, zweite Welle spielen. Wie schnell bin ich im Kopf? Schaue vielleicht noch so ein bisschen immer hinterher, ärgere mich vielleicht noch oder bin ich schon im Rückzug? Viele von denen kennen halt so richtig Rückschläge, glaube ich nicht. Einfach dadurch, dass sie halt, ja, viele in ihren Heimatvereinen einfach so, ja, mit allem erfolgreich waren vielleicht auch. Und jetzt gibt es halt immer Spieler, die besser sind. Also du wirst halt immer wen finden, der besser ist, so wie wir unseren Meister in Barcelona gefunden haben. Findet halt jemand, der vielleicht aus der D-Jugend irgendwo aus einem Verein hierher wechselt, dann halt seinen Meister in seiner Trainingsgruppe. Und daran quasi, ja, sich daran zu messen und das zu wollen, auch nicht der Beste zu sein, sondern sich quasi daran so reiben zu müssen. Ich glaube, das ist so ein ausschlaggebender Punkt. Also Widerstandsfähigkeit gegen Misserfolg. Genau diese Resilienz, Widerstandsfähigkeit gegen Rückschläge, Misserfolg eben auch umgesetzt haben, da am Mittwoch mal einen auf den Deckel zu bekommen, dann aber halt auch das irgendwo einzuordnen, auszuwerten und einfach umzuformulieren in eine Zielsetzung für uns,
sowohl als Mannschaft, aber vor allem auch individuell, dass die Jungs sich da gut präsentiert haben. Da wollen wir uns auch dann orientieren, hinarbeiten und damit dann gleich im Training anfangen und am Samstag hoffentlich auch ein gutes Tempospiel zeigen, weil ich glaube, es macht einerseits Spaß, diese schnellen Tore zu machen, 1-0-Konter zu zeigen, Tempospiel zu zeigen, aber es ist halt auch maximaler mentaler Vorteil und unglaublich demütigend und erniedrigend und halt zerstörend für die andere Mannschaft, wenn man darin gut ist und immer wieder auf Fehler mit einem Gegentor antwortet, auf ein Tor mit einem Gegentor antwortet. Das demoralisiert halt und auch da kann man so ein bisschen was von dem mentalen Spiel vom Kopf schon gewinnen. Dann treffen wir uns in 5 Minuten unten und fahren mit den Bussen zusammen rüber. Nehmt bitte eure Black Rolls mit. Hier, wir haben in Richtung Polen gedrückt, wir rühren den Polen. Und nach vorne wollen wir noch 10 Spitzen. So eine krasse Niederlage kannten die Jungs halt in dieser Konstellation nicht. Also mir fällt kein Spiel ein, wo wir mit 20 Toren so deutlich verlieren. Ich habe mich ein bisschen unterhalten mit einzelnen Sportlern. Einer meinte zu mir, ja, irgendwie haben wir dann auf den Moment gewartet, wo alles wie immer ist und wir irgendwie dann wieder gewinnen. Aber der kam dann nicht und dann ging es halt immer weiter. Ja, also ich glaube, die waren alle sehr überrascht. Also klar, auch irgendwie so traurig, aber halt vor allem sehr stark überrascht. 4, 5, 6. Und das hat man auch gemerkt, einfach indem das Training dann von Anfang an unfassbar fokussiert angegangen wurde. Schneller als Klippe. Ja. Oder vorne. Arme zu Festview. Und 2 Bälle. Mit dem machen wir ein bisschen Ballkoordination. Inhaltlich mit den Torhütern habe ich nicht viel geändert. Wir hatten einen Plan, was wir im Training umsetzen wollen, und den haben wir genauso umgesetzt. Ich glaube, das hat halt alle noch mal so ein bisschen aufgeweckt und halt den Fokus krass geschärft. Also man hat gemerkt, in der nächsten Trainingseinheit waren alle irgendwie noch so einen Ticken mehr da, noch wacher und halt mit Blick aufs Wochenende irgendwie fokussierter. Ich habe ein sehr positives Gefühl. Ich finde, die Jungs arbeiten gut im Training. Also ich gehe sehr vorfreudig in das Turnier. Gezeigt bekommen, seid da ruhig mutig morgen, wenn wir halt sagen, wir wollen durch den Mittelkreis laufen, das möchte ich von euch sehen, dass wir das zeigen. Genauso ist es halt ganz wichtig, dass wir permanent nicht nur wissen, okay, wir wollen umschalten, sondern auch, was ist meine Aufgabe in diesem Umschalten. Muss ich nach vorne oder ist die Mannschaft, die in den Rückzug geht, welchen Spieler muss ich ablaufen? Muss ich als vorne Mittel zum Kreisläufer oder als Halbfeldverteidiger die Außen weglaufen? Oder muss ich vielleicht versuchen, das Tempospiel ein bisschen zu unterbinden, als Außenspieler mit freiem Rückzug, mit einer Art Gegenpress? Dass wir das morgen noch deutlicher zeigen, wie wir halt aufs Gas drücken wollen, wie wir immer wieder zurückschlagen, nachdem wir verteidigt haben. Gute Voraussetzung für morgen. Gut. Ja. Dann können wir feiern. Das ist 12:52. Es war halt ein hoher zeitlicher Aufwand. Ich meine, sonst sind wir vielleicht mal so 2 oder 3 Tage bei so einer Maßnahme. Jetzt waren das halt mal 5. Die Jungs hatten ja auch eine gewisse Selbstverantwortung, gerade bei so organisatorischen Sachen in Richtung Frühstück, Mittagessen. Also auf diese perfekte Uhr. Warte doch mal. Jetzt los. Ach, da Feuer dran, Digga. Das ist
Das braucht man nicht dafür. Mach drauf. Wenn doch dran nicht verquirlt. Habt ihr einen Schneebesen. Ja, ihr braucht doch keine Butter reinmachen. Was macht ihr dann? Auch mit Butter schmeckt's besser. Chatuali. Was ist viel Butter drin? Ja, ich glaube, er Samuel mag das nicht. Ja, weil halt alles, was man so in Butter irgendwo macht, halt durch die Butter geschmeckt. Also wie das halt so ist, glaube ich, wie wenn man mit seiner Familie so ein bisschen eingesperrt ist. Irgendwann geht man sich halt vielleicht auch so ein bisschen auf die Nerven. Ich fand es halt schwierig, dann so, wenn alle im Bett waren, so auf Klick abzuschalten, sondern es begleitet einen ja trotzdem immer noch. Man wertet dann noch so im Trainerteam so ein bisschen den Tag aus und plant halt für den nächsten Tag. Also ja, es war einfach intensiv, aber ich glaube, es war trotzdem halt gut, dann so eine gewisse Distanz noch zu wahren. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, was passiert wird. Und solche Sachen finden manchmal nur einmal statt im Leben. Das sind einmalige Sachen. Mit diesen 3 Mannschaften, die international bekannt sind für ihren Nachwuchshandball und für ihre Jugendakademien. Wir wollten eben unserer Mannschaft, der Gastmannschaft und Barca, die sofort zugesagt haben, und Magdeburg noch eine 4. Mannschaft dazu holen. Und dadurch, dass Montpellier gar nicht so weit von hier entfernt ist, in 3 Autostunden, kommt man nach Montpellier. So ein Turnier ist eine Riesensache für unseren kleinen Club. Und ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Gut, dann stehen uns heute, glaube ich, 3 spannende Spiele bevor. Wir sind jetzt an dem Punkt, warum wir quasi eigentlich auch erst hergefahren sind für dieses Turnier und wollen uns hier, glaube ich, dann bestmöglich präsentieren. Ihr alle, sowohl als einzelne Spieler, aber auch vor allem halt als Mannschaft und als Verein. Lasst uns erstmal ein gutes Gefühl holen. Ihr erinnert euch nochmal an diesen Drill, den wir gemacht haben mit den Seilen. Dass wir immer wieder kleine Abstände zueinander haben, dass wir halt sagen, okay, und wir haben die Querstellung gut auf der Mitte, hier ist ein guter Abstand und hier lauern wir im Stock voll. Aber dass hier kleine Abstände sind, sodass wir einerseits das Gefühl haben, wenn ich hier Zweikampf spiele, dann bin ich nicht alleine, sondern links und rechts sind Spieler, die mir helfen. Aber genauso, dass der Angriffsspieler das Gefühl hat, okay, hier sind richtig viele Spieler, hier ist gar kein Durchkommen für mich. Und dann gucken wir, dass wir ins Laufen kommen und überfallartig immer wieder angreifen. Wir wollen auf jeden Angriff mit einem schnellen Gegenschlag antworten, immer wieder die anderen demoralisieren. Wichtig wird sein, dass wir uns da gut und diszipliniert dran halten, aber vor allem wird noch entscheidender sein, dass wir eine gute Wachheit herstellen, dass wir gleich bereit sind für Umschalten, dass wir nicht nur uns körperlich erwärmen, unsere Arme, Kreise und Schulter machen, sondern vor allem hier anfangen uns zu erwärmen. Zu sagen, okay, gleich ist die Zeit, da muss ich schnell sein im Kopf, ich muss Situationen erkennen. Auf geht's. Sehr gut. Ich kenne die anderen Mannschaften halt nicht so gut wie die. Ich kann wirklich nur drüber sprechen, was halt die Jungs können. Und das ist das, was ich halt meinte. Also dieser Drang halt einfach alles zu gewinnen. Persönlich ist das, glaube ich, eine krasse Erfahrung. Es war, glaube ich, bei den meisten die erste internationale Reise und vor allem die erste in diesem Handball-Kontext. Die ganzen Erfahrungen, die man da sammelt mit Flug, Unterkunft etc., das ist halt Gold wert, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight, nach Spanien zu fliegen, um da eine Woche Handball spielen zu können. Das ist auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall ein Riesen-Highlight
für die Jungs sein. Und so wurde es auch angenommen. Sagst du immer. Das Spiel, glaube ich, wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um hier mit einem bestmöglichen Gefühl reinzugehen. Ich glaube, das ich finde, das sollte auch keiner haben. Und jetzt müssen wir halt das zweite Spiel nutzen. Jetzt sind wir halt in der Pflicht, dieses zweite Spiel zu nutzen, um uns ein gutes Gefühl zu holen. Und gerade in der Abwehr müssen wir das Level noch ein bisschen hochschrauben. Dass ihr das kannt, das muss euch allen klar sein. Spätestens, wenn ihr euch die Szene von Mittwoch gegen Barcelona in Erinnerung ruft. So muss unsere Abwehr ausschauen im nächsten Spiel. Quand le talent ne suffit plus et qu'il faut travailler, c'est des joueurs qu'on perd. Ohne das nötige Talent haben es die Spieler sehr schwer. So sagen wir in Frankreich. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues. Montpellier hat eine ausgeprägte Verteidigungskultur. Wir sind Meister des Konters und des Angriffs. Wir greifen an, und zwar wann immer wir wollen, und erzwingen beim Gegner den Rückzug. De comptoir en comptoir. Beim Umschaltspiel mit dem äußerst fähigen und schnellen Flügelspieler hat Montpellier das eindrucksvoll gezeigt. Einfach effektiv. I think the Montpellier's culture is mainly about that. Les heures passent une à une, la tête en l'air, j'entreaperçois. In unserer U15 spielen nur Franzosen. Das liegt an unserer Nachwuchspolitik. Sie kommen überwiegend aus dem Süden. Aus den anderen Regionen ziehen Paris Saint-Germain und Nantes bereits viele Nachwuchstalente ab. Etwa 90-95% sind Franzosen. Okay, dann zweites Spiel gegen Montpellier. Die wichtigste Änderung, die wir zeigen werden, ist, dass wir von allem ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr Intensität, ein bisschen mehr Emotionalität, ein bisschen mehr Jubeln von der Bank, ein bisschen mehr Jubeln im Tor nach der Parade, ein bisschen mehr Härte beim Foul. Alles machen wir jetzt so ein Stückchen mehr. Da werden wir ein geiles Spiel machen. Habt ihr was gesehen von Montpellier? Ist euch was aufgefallen? Der rechts außen der Kleine, der kommt relativ oft. Ja, das stimmt, da fühle ich die Mitte. Die verteidigen sehr hart. Genau richtig. Ich finde, wir müssen einfach ein gutes Umschalten haben, ganz schnell da in die Mitte kommen, dass wir da das Zentrum schützen und dann einfach faul diesen kleinen Spieler einfach einen mitgeben. Wir haben einen aufs Handgelenk, meinetwegen schubsen wir noch nach unten, stellen uns überlegen, jubeln das. Aber da zeigen wir Härte, das müssen wir auf jeden Fall nicht mit uns machen. Aber die größte Sicherheit, das größte Selbstverständnis, das holen wir uns in der Abwehr. Von allem mehr auf. Okay, this so far. Okay, this right here, this so far. Ain't no lie, this so far. This right here, this so far. Ain't no lie,
Ich bin beeindruckt. Sie sind stark und sie sind groß. For the family, family ties. You can see the hunger in my eyes. You can see the passion. Es scheint, als hätten sie in der U15, was in der U18 in Frankreich spielt. Wir haben sehr gute Lösungen eben gegen dieses Abwehrsystem gezeigt. Sehr kreative Lösungen, teilweise schöne Anspiele, aber generell fand ich eine sehr reife Leistung gegen dieses vielleicht etwas unbekanntere Abwehrsystem. Was mir auch vor allem aufgefallen ist, dass sie halt eine 6-0 verteidigen, was in Deutschland halt erst ab dem B-Jugendbereich möglich ist. Ich halte Magdeburg und Barcelona für fast voll entwickelte Teams. Und ich glaube, dass sie alles schaffen können. Wie sie unsere 6-0-Abwehr durchbrochen haben, das habe ich in dieser Altersklasse in Frankreich noch nicht gesehen. Wir haben sehr aggressiv verteidigt, wir haben die Montpellier-Spieler in breite Abschlusspositionen gezwungen. Wir haben den Ball dann aber auch schnell wieder aus dem Tor rausgespielt, dass wir gut in Tempospielsituationen gekommen sind. An erster Stelle stand da schon quasi die Jungs weiterzubringen, also nochmal eben an das gestrige Spiel zu denken und daraus zu lernen. Klar bereitet man sich damit automatisch auch auf den nächsten Gegner vor, weil wahrscheinlich der jüngere Jahrgang von Barcelona ähnlich spielen wird. Aber ich glaube, in erster Linie war das Ziel, den Jungs halt quasi einen Lerneffekt aus dem Spiel noch mitzugeben. Für mich ist Handball der beste Sport der Welt. Handball ist am fairsten. Wie wichtig das ist, nehmen die Jungs von diesem Turnier mit. Das ist eine essentielle Erfahrung. Handball ist meine Leidenschaft. Am wichtigsten sind Einstellung, Einsatz und Spielqualität, der Zweikampf, die Wurftechnik und eine positive Grundhaltung. Besonders in Katalonien. Daher auch Barças Vereinsmotto, mehr als ein Verein. Ein gelungenes Finale und eine einzigartige Erfahrung für unseren Nachwuchs. Dann jetzt das Spiel, wofür wir eigentlich hergekommen sind. Finale, auch um den Turniersieg. Ich glaube, nach Mittwoch sollten wir nochmal alle gutes Feuer in uns haben und zeigen wollen, was wir so können. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen werden, weil wir es nochmal schaffen, eine Abwehrqualität aufzupacken. Und zwar in der Qualität, dass wir jetzt so schlau sind, uns anzupassen. Im Angriffsspiel gewinnen 3-2-1, ganz basic, wir stellen den Kreis auf eine breite Position, öffnen für die andere Seite, greifen in der Isolation an und gucken dann auf Spielfortsetzung. Gucken dann, dass wir irgendwann Kreislaufbewegung mit dazu nehmen, wenn die erste Aktion nicht gewonnen wird, dass wir einfach immer eine gute Bewegung haben, weg von dem Foul und mit Kreisläufer als Unterstützung der Hin und Her. Viel Spaß! Immer noch dieselbe, fragt sich der Dumm und wundert sich, so viel Verkehr. Heute und noch mehr, hab ich mir wirklich nicht gesehen. Grün oder Au! Und Jungs! Du bist vor neuen Herausforderungen. Du siehst Sachen, die du halt im alltäglichen Spielbetrieb in Sachsen-Anhalt vielleicht nicht siehst. Und eben auch zu lernen, sich gegen halt so unbekannte Sachen durchzusetzen.
Gerade nach diesem Spiel gegen der NB-Jugend war das bei allen schon so ein bisschen im Kopf. Wir haben jetzt hier quasi nochmal die Chance, gegen Barcelona zu spielen, diese Niederlage auch wieder gut zu machen, nochmal zu zeigen, was wir auch können. Also ich glaube schon, dass alle das irgendwie so als Revanche oder zweite Chance wahrgenommen haben, ja. Was es so besonders macht, sind die herausragenden Spieler und die gute Organisation. Alle sind erwartungsvoll und bringen sich ein. Das wirkt sich positiv auf die Spielqualität aus. Die 1-gegen-1 Qualität, ja, sehr technisch versiert Spieler. Tempo war, wie schon im Spiel gegen die B-Jugend, sehr, sehr hoch. Vor allem, dass sie 1-gegen-1 unfassbar gut gespielt haben. Wir haben sehr gut angegriffen, finde ich. Beeindruckend fand ich auch die Disziplin. Also selbst nach dem zweiten oder dritten Freiwurf wurde immer noch ganz klar geplant, okay, wir greifen jetzt hier an, okay, wir greifen jetzt hier an. Es wurde Ruhe bewahrt, nicht in Hektik verfallen und halt technisch gute Zweikämpfe gezeigt. Es war eine ausgeglichene und erbitterte Begegnung sehr fähiger Spieler, sowohl bei den Magdeburgern als auch auf unserer Seite. Ein starkes Finale und eine wichtige Erfahrung für beide Vereine und den Nachwuchs. Wir sind deutlich besser geworden, als wir angefangen haben, uns zu helfen und immer wieder Stopp vorgezeigt haben. Gerade gegen den Linkshänder, wenn er jetzt zur Hand gewinnt, wir müssen so reinschieben, dass wir... Tommy, geh mal zur Hand. So, hier passiert der Zweikampf, geh mal zur Hand. Wir helfen von hier mit unserem Körper, mit dem linken Bein zwischen dem Tor, rechte Hand attackiert das hier. Das müssen wir schaffen, dann gibt es keine Zeitstrafen. Plus das Weiterspielen ist super schwer. Wenn wir die Hand attackieren, kann er nicht nach hier spielen, sondern eigentlich nur nach hinten hier. Dann zeigen wir uns hier aggressiv im Stopp vor. Geht der Ball rüber, wieder raus, einrutschen, einrutschen. Weiter. Genau diese Resilienz, Widerstandsfähigkeit gegen Rückschläge, Misserfolg. Da am Mittwoch mal einen auf den Deckel zu bekommen. Auch, dass man da sogar im Samstagsverlauf schon ein bisschen was von gesehen hat. Diese Bereitschaft, sich das abzugucken, dieses Umschalten. Und finde, dass wir gegen Barcelona wahrscheinlich im Finale eins unserer besten Saisonspiele so gemacht haben. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also es war die beste Leistung, die ich auch so zumindest in diesem Jahr und fast schon in der Saison von den Jungs gesehen habe. Sowohl als Mannschaft, aber vor allem auch individuell. Der Stil der Magdeburger ist körperbetont, doch sie haben sehr feinen Handball gespielt. 1 gegen 1, offensive Abwehr. Positionswechsel.
Ich mag die Magdeburger. Na klar. Unsere Abwehr hat es im Laufe des Spiels gut geschafft, Barcelona-Spieler eher aus relativ breiten Situationen werfen zu lassen. Und die Torhüter haben sich dann gut positioniert. Also wir sind schnell nach vorne, der Ball kam schnell raus. Wir hatten auch ein klares System, wie wir nach vorne laufen wollen. War ja nicht mehr so viel Zeit. Sie mussten ja auch noch mal angreifen. Selbst ein Tor war ja erstmal nur unentschieden. Ich habe ein großes Vertrauen da in die Jungs. Cool bleiben im Kopf. Ja, war halt klassisch 2011. Also hat so richtig zu denen gepasst. So, ja, okay, dann läuft es jetzt gegen uns, dann sind wir einer weniger. Naja, am Ende so, ihr spielt auch mit, aber wir gewinnen trotzdem. Thank you. The next team to receive the throwballs is the FC Magdeburg. For the All-Star. Ich fand den Zusammenhalt neben dem Feld auch sehr deutlich. Sachen wurden halt auch gemeinsam gemacht und das, finde ich, hat wirklich gut funktioniert. Also da hat man auch schöne Zeichen von Selbstständigkeit gesehen. Ja, der Nudel muss auch nochmal arbeiten, aber ansonsten denke ich mal, das ist Okay, this so far. This right here, this so far. Ain't no lie, this so far. This right here, this so far. Ain't no lie, far. Okay, yeah, this so far. Ain't got time for the smoke, set it on fire. Young king on the rise, do it for the family ties. You can see the hunger in my eyes, you can see the passion in my lines. Came from the jungle, I'm alive. Okay, this so far.